So, ich bin jetzt hier irgendwo mitten in der Pampa. Ich habe die BMW 1250 GS bekommen zur Ausfahrt. Die haben die Bikes gerade angeliefert bekommen diese Woche und ich hatte Glück, kann die erste Tour damit machen. Die hat keine 500 Kilometer runter gehabt. Ich freue mich also sehr, mal wieder eine GS zu fahren, auch wenn es echt was anderes ist verglichen zu meiner KTM. Insgesamt fährt sich halt komfortabler und weicher, muss man schon sagen. Aber gut, weiter geht's. So, zweiter Tag nördlich von Madrid. Jetzt ist es 9:30 Uhr, bin in der Sierra Guadarrama angekommen. Habe gerade das einzige Skigebiet in der Nähe von Madrid überquert. Da sind echt Tatsache noch Leute zum Skifahren gegangen. Leute mit Skiern auf dem Auto gesehen. Die Temperaturen waren so um die 3 Grad, also war relativ frisch. Aber langsam wird es wärmer und etwas niedrig. Ich bin jetzt auf 1300 Meter ungefähr wieder angekommen. Nach den 2000, die ich da am Berg hatte. Das heißt, es ist ein bisschen wärmer, es waren mal 7 Grad. Und die Bergstrecke, die war jetzt so schön, die fahre ich nochmal hoch und dann nochmal runter. Und liegt gut in der Zeit heute. So, die hohen Berge liegen jetzt hinter mir. Ich habe jetzt noch knapp 180 Kilometer, die ich fahren kann. Und dann geht's zurück und dann bringe ich das Bike wieder zurück. Ja, hat guten Tag Gewöhnung gedauert, bis es ging. Na, einen halben Tag Gewöhnung, würde ich sagen, bis ich mich an das Bike gewöhnt habe. Er ist um einiges weicher und er hat noch nicht so viel Power wie die KTM, na klar. Die GS hatte ich ja vorher schon 2 Jahre, insofern weiß ich jetzt komplett neues Fahrgefühl, wobei ich jetzt natürlich die KTM ein Jahr gefahren bin. Und im Vergleich dazu hat es dann doch ein bisschen gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe. Von der Power an dem Schiffcam merke ich, glaube ich, nicht richtig viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das ist schwer zu sagen. Das Bike kommt ohne Quickshifter, was für mich auch ein bisschen eine Umgewöhnung ist, alles manuell zu schalten, wobei ich ab und zu schon noch manuell schalte, so ist nicht. Aber war natürlich ein paar Mal komisch bei den Kurveneingängen, wo ich normalerweise einfach nur drauf trete, die Kupplung dann zu ziehen. Was mir aufgefallen ist, das habe ich bei meinem GS nicht gehabt, dass hinten das Hinterrad anfängt zu schmieren. Wenn er wirklich hart in die Kurve reinbremst und runterschaltet, das habe ich so nicht gehabt. Das war ziemlich nervig, muss ich sagen, wie das Ding dann ein bisschen wieder frisch tätig macht. Wenn man das Ding ein bisschen aggressiver fährt. Also überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Ansonsten, ja, eine GS fährt sich halt wirklich gut. Gerade unten im unteren Drehzahlbereich, muss ich sagen, sich halt wirklich so vor sich hin sogar scheinvoll fahren. Also, ist schon gut. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei dem Ding, sind die Reifen, die da drauf waren. Ich weiß nicht, ob die standardmäßig mit den Michelin Energy Adventure kommt. Aber wer etwas sportlicher unterwegs ist, wie ich, der wird mit dem Reifen nicht lange Freude haben. Der Reifen ist viel zu weich. Also richtig Vertrauen habe ich in den auch nicht, muss ich sagen, nicht in die Kurven reinzugehen. Er hat natürlich eine Profilierung drauf. Aber der ist auch wirklich ein bisschen stärker fürs Gelände als für die Straße geeignet. Ja, so, jetzt geht's noch weiter. Letzte 180 Kilometer, freue mich drauf. Und dann geht's wieder retour.